Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SPC, die es zu lösen gilt. Nachdem wir bereits im vorherigen Video die Grundlagen 1 gemeistert haben und somit die Grundlagen der Chemie und SPCs beherrschen, wollen wir natürlich unser Können verbessern, indem wir die Grundlagen 2 abschließen werden, und dort warten bereits 4 weitere Aufgaben, die wir nacheinander abschließen und meistern werden. Keine Sorge, ich führe euch da durch, und das Ganze beschert uns ein Foot Store Pack 5701 Name Mobile. Wer weiß, was das ist? Ja, EA in a nutshell, das funktioniert noch nicht so ganz. Ich denke, das wird vermutlich ein 2-Spieler-Pack sein, denn hier bekommen wir auch ein 2 seltenes Goldspieler-Pack. Ich glaube, in den Grundlagen 1 war auch ein seltenes Goldspieler-Pack drin. Wir lassen uns einfach überraschen und öffnen das natürlich im Anschluss. Hybrid-Chemie 1 ist die erste Aufgabe, die zweite Hybrid-Chemie 2. Hybrid-Chemie 3 ist die dritte Aufgabe und dann ist der Sprung ein wenig größer. Chemie 10 bzw. 10 Chemie. So, jetzt haben wir es. Und dann gehen wir rein in die erste Aufgabe und sie nennt sich Hybrid Chemie 1. Tausche ein Team, das Liga und Nation Chemie kombiniert. Untauschbarer Bonus, das kennen wir ja bereits. Tipp: Die Liga findest du auf der Item-Rückseite durch Wechsel der Spieleransicht oder in der Spieler-Bio. Ja, das ist ein ganz guter Hinweis, den kann ich euch auch einmal ganz kurz gleich zeigen. Ich füge dann mal die freien Slots hinzu. Die sind geschlossen, die Bricks, und die können wir nicht befüllen. Wir haben also 3 Spieler, die wir hinzufügen müssen. Was wird denn hier nochmal genau benötigt? Genau 3 Spieler aus einer Liga, genau 3 Spieler aus einem Land. Ja, das heißt, wir brauchen genau 2 Chemiepunkte bei jedem Spieler. Da müssen wir, ich habe schon mal vorher geguckt. Guck mal, dass wir hier, ja, China brauchen wir nicht, das brauchen wir in der letzten Aufgabe. Da gehen wir mit der Saudi-Liga und dem saudi-arabischen Spieler Al-Qantani. Das ist unser erster Mann. Dann ist es jetzt wichtig, Spieler zu nehmen, die nicht in denselben Verein sind, aber in derselben Liga und dieselbe Nation haben. Also, Spieler hinzufügen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr das natürlich auf dem Transfermarkt erledigen. Und hier nämlich El Faraji. So, den haben wir hinzugefügt. Und der dritte Spieler. Also, so wird es nicht funktionieren. Den müssen wir rausmachen, aber ich zeige euch das einmal ganz kurz, was ich damit meine. Spieler hinzufügen, und dann haben wir jetzt den IV. Hier haben wir El Subhi. So, jetzt haben wir hier das Problem. Wir kriegen diese, vielleicht hat ja einer das Problem, hat sich gedacht, okay, 3 Spieler aus einem Land, aus einer Liga, das ist ja easy, hat aber nicht bedacht, hatte zweimal denselben Verein, das heißt, die kriegen dann halt einen Chemiepunkt, das heißt, die Spieler haben 3 Chemie und dementsprechend werden sie voll, und das wäre gut in eurem Team, aber hier in dieser SPC nicht, denn die Spieler müssen genau 2 Chemiepunkte haben. Deswegen gehe ich mal gucken, was für einen Spieler aus der Saudi-Liga ich noch vorweisen darf, beziehungsweise ich kann ja einfach Nation und dann gehe ich mal Liga Saudi-Arabien. Ja, das ist natürlich bei S. Das ist ziemlich weit unten. Kein Problem. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Da haben wir. Und da haben wir einen ZM-Spieler. Und den fügen wir zu dieser Position. Und damit haben wir diese SPC erledigt. Ja, eigentlich ganz einfach. Könnte sein, dass ihr vielleicht, ja, da müsst ihr einfach ein bisschen gucken. Ihr habt ja gesehen, die Spielernamen könnt ihr auch natürlich 1:1 nachkaufen. Damit haben wir die erste SPC abgeschlossen, und hier kriegen wir ein Premium Bronze Jumbo Pack, und das wollen wir natürlich dann auch jetzt gleich im Anschluss mal öffnen. So, und hier kriegen wir den guten Tolba. Da könnt ihr euch natürlich vielleicht ja schon mithelfen mit so vielen Spielern für die nächste SPC. Das ist immer ganz gut. Und dann wollen wir natürlich die Grundlagen 2 Hybrid Chemie abschließen. Dort habe ich es zwar schon gelöst. Ja, ich habe die Spieler nicht noch entfernt. Natürlich
gehe ich nochmal die Bedingungen einmal durch. Tausche ein Team ein, das ist aber auch weird geschrieben, oder? Das Liga und Vereinschemie kombiniert. Also wir brauchen 3 Spieler aus einer Liga und genau 3 Spieler aus einem Verein. Ja, das heißt eigentlich, wir brauchen genau 3 Spieler aus einem Verein, die aber immer unterschiedlicher Nation sein müssen, weil sie genau 2 Chemiepunkte haben dürfen. Also das Maximum an Chemiepunkte ist hier 2, nicht 1, nicht 3, sondern 2. Das heißt, wir brauchen 3 verschiedene Nationen und das haben wir mit dem guten Sotirio. Der war auch gerade, das war der teuerste Spieler, den ich überhaupt gekauft habe. Anders ging es nicht, ich habe überall durchgeguckt. Ich musste auch tatsächlich, weil ich es auf der PlayStation einmal verbockt habe, musste ich kurz die Konsole switchen und bin jetzt auf den PC rübergegangen, weil ich das in der ersten SPC bzw. in der ersten Aufnahme ja nicht geschafft habe. Beziehungsweise das hat nicht funktioniert, wie es sein sollte. Okay, Kellmann ist der andere Mann, den wir brauchen. Könnt ihr einfach gucken, Kellmann, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Namensvetter von ihm, Rating 60, dann passt das. Okay. Und dann brauchen wir noch den guten James. Und auch beim James, da gucken wir mal nach in der Spielerbiografie, der heißt nämlich Tom James. Ich glaube, wenn man nur James eingibt, hat man eine große Auswahl. Deswegen will ich euch den Namen noch nennen. Und der Verein nennt sich Leyton Orient. Okay, da wissen wir jetzt auch ein bisschen mehr. Und das Ganze geben wir dann auch einmal so ab. Also ihr kennt jetzt alle Spieler, James, Kellmann und Sotirio. Naja. Und auch dieses Pack wollen wir dann einmal öffnen. Und was bekommen wir hier Schönes? Den guten Castro. Nicht der Streamer, nicht der Gonzalo, der jetzt zurückgetreten ist, sondern einfach der normale 0815 Castro. Okay, weiter geht's mit den Grundlagen 2 und der Hybrid Chemie 3 SPC. Und auch dort habe ich schon mal eine Lösung gemacht. Hier benötigen wir genau 2 Spieler aus einem Land, genau 2 Spieler aus einem Verein. Das ist super einfach, das ist auch gar nicht teuer. Die Spieler könnt ihr nachkaufen. Hier haben wir den guten Busch. Ja, das ist der Alexander Busch. Also ihr geht mit einer Liga, eine Nation, IV, also positionsgetreu, das ist wichtig. Wenn es nicht positionsgetreu ist, dann geht es nicht von der Chemie. Und da braucht ihr, wie gesagt, nur 2 Spieler aus einem Verein und dieselbe Nation und ihr habt es erledigt. Und hier brauchen wir noch den Hetwall. Das ist der Keeper und der nennt sich Oscar. Ja, den Oscar, den haben wir uns jetzt hiermit auch verdient, indem wir die ganze SPC abgeben. Und das ist wieder ein Premium Bronze Jumbo Pack. Und hier ist der Damaskan mit drin. Ah ja, sehr gut. Interessant. Naja gut. Und nochmal 100 Münzen. Und nochmal was zum Abstoßen. Ich glaube, das ist das erste Objekt, was ich hier abstoße. Ohne dafür was zu bekommen. Okay, und dann jetzt 10 Chemie. Okay, diese SPC. Oh, das nervt mich hier auf dem PC. Jetzt haben wir die letzte SPC, die nennt sich 10 Chemie. Und das heißt, wir brauchen 5 Spieler. Und wir brauchen 5. Also wir brauchen ein vollständige Chemiepunkte. Denn wir brauchen. Ne, brauchen wir gar nicht. Moment, wir klären das. Wir klären das. Wie gesagt, das Chemiesystem ist für mich auch komplett neu. Deswegen, ich glaube, hier hatte ich auch, hier kann man mit einer Nation gehen. Ich bin jetzt in die chinesische erste Liga gegangen oder beziehungsweise mit der Nation China. Ja? Und da gehe ich jetzt mal auf Neueste. Da habe ich dann, okay, die finde ich jetzt so nicht mehr. Okay, das ist aber kein Problem. Das füllen wir auf mit Position. Wieder hinzufügen, Position und dann Nation China. Ja, Video wird natürlich mal wieder ein bisschen kürzer heute. Da folgen natürlich auch noch ein paar. So, da haben wir den Wang Yingbing. Okay. Den brauchen wir. Ach,
Hat er sich die Nation hier nicht gemerkt? Das ist schlecht. Aber vielleicht haben wir nochmal hier. Okay, wir gehen uns nochmal die Nation. Müssen wir anscheinend immer hin. Ah, nee. Ich weiß, was ich jetzt gemacht habe. So. Ich wollte auf dem Transfermarkt suchen. Ja, da können wir entweder den Tudi nehmen. Hier, der heißt einfach Tudi. Da könnt ihr einfach, geht einfach in eine Liga, beziehungsweise hier in eine Nation und dann geht das. Und dann suchen wir uns hier. Ich will immer auf den Transfermarkt, das ist natürlich falsch. Dann können wir den Sun. Wie heißt er? Dann Xelong. Ja. Und dann haben wir noch einen Torhüter. Und da brauchen wir noch einen linken Verteidiger. Und den kriegen wir hiermit auch zusammen. Und damit ist diese Chemie hier auch erledigt. Der linke Verteidiger heißt nochmal Bai Jia-jun. Der Keeper Lee Guyangxi. Der erste ZM Son Xelong. Und der zweite ZM Tudi. Könnte aber auch und der Stürmer Wang Xingbing. Ihr könnt aber auch tatsächlich dort andere Spieler verwenden. Hauptsache eine Nation. In meinem Fall war es die Nation China. Die ist sehr gut vertreten und damit können wir auch die letzte SBC 10 Chemie abgeben und holen uns das Bonus-Pack ab. Und da bin ich mal gespannt, was hier drin ist, denn das wird ja hier fehlerhaft angezeigt. Okay. Also erstmal das Premium Silber Jumbo Pack. Das ist der Atef. Gut, der hätte uns jetzt natürlich auch ein bisschen... Was war der Atef? War das ein Stürmer? ZDM. Der hätte uns nicht geholfen. Der wäre natürlich nicht positionsgetreu gewesen. Und dann gucken wir mal hier, was das Foot Store Pack ist. Ja, es ist ein viel gemischte Items mit einem Leihspieler. Das ist nicht so ein tolles Pack, muss man ganz ehrlich sagen. Anmeldung nicht verfügbar. Ja. Ich mach mal ganz kurz. Ich hole mal den Fields Goodman ran. Nicht, dass ich hier spoiler. Nicht, dass ich hier mal ganz kurz die E-Mail leake. So wäre es nämlich auch gewesen. Wäre auch nicht so schlimm tatsächlich. Aber sicher ist sicher. Ich hätte es ja auch blurren können im Nachhinein. So, und da sind wir wieder drin. Vielleicht können wir das Pack jetzt öffnen. Also scheint noch nicht ganz sauber zu laufen. Okay, anscheinend darf ich dieses Pack nicht öffnen. Ihr könnt ja mal gerne sagen, was ihr in diesem Pack hattet. Auf jeden Fall haben wir diese SBC jetzt abgeschlossen. Vielleicht kann ich es ja irgendwann, wenn dieses Pack dann heile ist, dann irgendwann öffnen. Vielleicht hattet ihr mehr Glück. Also so rund läuft es noch nicht so ganz mit dem Namen und auch mit dem Öffnen der Packs noch nicht so ganz. Bitte melde dich zwischenzeit über Konsole PC an, um das komplette Footspiel. Ja, ja, okay. Naja, auf jeden Fall haben wir diese SBC gelöst. Ich hoffe, dass ich euch damit etwas weiterhelfen konnte. Natürlich lösen wir auch noch die nächsten SBCs. Alles der Reihe nach. Ich brauche noch ein bisschen Schlaf und auch noch mal ein bisschen Zeit zwischendurch. Also es kommt alles mit der Zeit. In diesem Sinne, ja, gerne mal ein Like da lassen und ja, reingehauen, wieder schauen. Peace.